Die Prinzessinnengruppe von Johann Gottfried Schadow. Im Dezember 1793 findet in Berlin eine Doppelhochzeit statt. Zunächst werden Kronprinz Friedrich Wilhelm III. Und Prinzessin Luise von Mecklenburg-Strelitz getraut. 2 Tage später heiraten mit Prinz Ludwig und Prinzessin Friederike die jüngeren Geschwister des Kronprinzenpaares. Die beiden Schwestern sind zu dem Zeitpunkt 17 und 15 Jahre alt. Die beiden Paare wohnen in nebeneinander liegenden Gebäuden an der Straße Unter den Linden, im Kronprinzenpalais und dem später sogenannten Prinzessinnenpalais. Die Menschen sind von der Schönheit und dem jugendlichen, unbekümmerten Charme der Prinzessinnen höchst beeindruckt, so auch König Friedrich Wilhelm II. Auf Vorschlag seines Staatsministers Friedrich Anton von Heinitz beauftragt er Schadow zunächst mit der Erstellung von Porträtbüsten der Schwestern. Danach erschafft Schadow auch noch eine lebensgroße Gruppe aus Gips. Der Künstler kann dafür vorübergehend einen Arbeitsraum im Prinzessinnenpalais nutzen, sieht die Schwestern häufig und darf sogar nach der Natur ihre Maße nehmen. Das Ergebnis wird auf der Akademieausstellung 1795 gezeigt. Anschließend schreibt Heinitz dem König, namhafte Persönlichkeiten und Sachverständige hätten die Skulptur gelobt und sich für eine Ausführung in Marmor ausgesprochen. Eine solche Marmorskulptur sei geeignet, der Nachwelt zu beweisen, dass unter des Königs Regierung etwas wahrhaft Vollendetes entstehen konnte. Einen Tag später erfolgt die Genehmigung des Königs. Finanziert wird das Projekt mit Mitteln der Königlichen Porzellanmanufaktur, die das Honorar von 5000 Reichstalern übernimmt. Schadow nimmt in mehreren Details leichte Veränderungen gegenüber der Gipsfassung vor, meist vom Individuellen hin zum Allgemeingültigen, mehr dem klassisch-griechischen Ideal entsprechend. Neu hinzu kommt auch ein Sockel aus grauem Marmor mit 2 achteckigen weißen Inschriftentafeln, in denen Rang und Namen der Prinzessinnen genannt werden. Die Anordnung der beiden Schwestern innerhalb der Gruppe ist durch die Rangordnung der beiden bestimmt. Luise, die ältere und ranghöhere, steht nach den Regeln der Heraldik rechts, Friederike links, geringfügig hinter ihrer Schwester. Die Prinzessinnengruppe wird 1797 in einer weiteren Ausstellung der Akademie der Künste gezeigt und von Fachleuten und Publikum gefeiert. Leider verstirbt der Auftraggeber kurze Zeit später und der neue König, Friedrich Wilhelm III., ist weniger begeistert von dem Werk. An dem Standbild seiner Frau, nunmehr Königin von Preußen, und deren Schwester missfällt ihm das Fehlen jeder hoheitsvollen Pose und die lebensnahe natürliche Darstellung, was ja eigentlich gerade die Wirkung der Gruppe ausmacht. Weiterhin behagt ihm wohl nicht, dass unter den faltenreichen Gewändern aus einem Stoff, der damals in Mode war, die Körperformen der jungen Frauen gut zu erkennen sind. Er beurteilt die Skulptur der in seiner ihm eigenen, sehr kurzen Ausdrucksweise als mir fatal. In der Folge verschwindet die Gruppe für die nächsten 90 Jahre aus der Öffentlichkeit und wird nur in einem Gästezimmer des Berliner Schlosses aufgestellt. Dort steht sie, wie Schadow in seinen Memoiren beklagt, in ungünstigem Licht direkt vor einer Wand, also nicht rundum sichtbar. Dabei hat der Bildhauer auch die Rückseite der Skulptur mit besonderer Sorgfalt gestaltet und war dafür ausdrücklich gelobt worden. Nachdem die Gruppe 1886 für kurze Zeit auf einer Jubiläumsausstellung der Berliner Kunstakademie und 1906 auf der Jahrhundertausstellung der Nationalgalerie zu sehen ist, findet sie im Berliner Schloss einen neuen Platz. Ab 1921 steht sie an einem der Standorte, die Schadow einst vorgeschlagen hatte. Der ehemalige Parolesaal ist nach dem Ende der Monarchie Teil des Schlossmuseums und heißt in den Katalogen des Museums Schadow-Saal. Den Zweiten Weltkrieg überdauert das Doppelstandbild im Kellergewölbe des Berliner Doms. Heutzutage steht das Original der Marmorgruppe normalerweise in der Eingangsachse der Alten Nationalgalerie. Die Gipsausführung ist in der zum Schinkel-Museum umgewidmeten Friedrichswerderschen Kirche zu finden. Aber wer derzeit ausnahmsweise beide Ausführungen nebeneinander bewundern möchte, kann dies noch bis zum 19. Februar 2023 in einer Schadow gewidmeten, sehr empfehlenswerten Sonderausstellung in der Alten Nationalgalerie tun. Die Ausstellung hat auch die Erstellung dieses Videos angeregt. Die Gruppe gilt heute als ein Hauptwerk des Berliner Frühklassizismus und hat auch nachfolgende Künstler und Künstlerinnen inspiriert. In zahlreichen Kunstwerken wie auch in Souvenirs findet sich das Motiv wieder. Schon seit 1796 wird von der Königlich Preußischen Porzellanmanufaktur Berlin eine verkleinerte Ausführung aus sogenanntem Biskuitporzellan angefertigt. Zu erhalten ist die 55 cm hohe Gruppe, die in Handarbeit aus 88 Teilen zusammengesetzt wird, für 24.500 €.
Und wer mehr über Johann Gottfried Schadow, sein Werk und die damalige Zeit erfahren möchte, kann sich gerne meine Videos zum Brandenburger Tor, zum Reiterdenkmal Friedrichs II. Und zu Schadow selber anschauen. Bis dahin alles Gute und ciao.